Ja, hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Tex Murphy Tesla-Effekt. Ja, es ist schon einiges passiert. Wir haben sehr viele Ermittlungsstränge, aber was mir noch gänzlich fehlt, ist irgendein Hinweis zu Nikola Tesla. Ne? Außer dieser Karte vom Coit Tower, nix Coit Tower, Warcliffe Tower, ja, haben wir von Nikolas Tesla noch nichts erfahren. Wir gucken mal das Inventory. Was haben wir dabei? Ja, den Lama Club. Das ist jetzt so unsere heiße Spur. Und das Ferienhaus von einer guten Frau. Das Foto ist weg von der. Das hat offensichtlich Holly behalten. Das Fax von Archie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Archie den Three Cards to Midnight Shop da hinten eröffnet, wo es. Ich weiß nicht genau. Also ist es. Ob das ein Restaurant ist, also irgendwie gibt es Tee oder ist es, und Tee und Räucherkram habe ich da irgendwie in Erinnerung. Well, I sure don't remember how these holes got in the wall. They look fairly recent, judging from the debris. Who would have done this? And why? Ja, warum macht man diese Löcher in die Wand? Ob man dahinter was gesucht hat? Und was hat das alles mit den Russen zu tun? Ja, die Leiter steht noch da. Wir können also nochmal da rein, aber ich wüsste es gar nicht warum. Bei Rusty ist noch zu. Three Cards to Midnight ist zu. Das Fuchsia Flamingo ist wahrscheinlich dauerhaft geschlossen. Ich latsch noch mal zu Louis. Ich war jetzt in der Klinik und vielleicht ist seine Nichte da. Nein. Whatever you need, Mife. Just ask. Ach, der ist so nett. Herr Clint. Sag mal was zu Clint. That Clint's really come up in the wild. Though I still hide the chocolate cake when he drops by. I don't want him falling back into his old ways. Ja, ein trockener Schokoholiker. Ja, der hat wirklich was aus sich gemacht mit unserem Startkapital. Aber das hat uns jetzt noch nicht so weitergebracht. Gut, dann gehen wir mal in den Lama Club. Habe ich tatsächlich das? It's closed. Most businesses on Chandler Avenue won't open until later. Ja, dafür haben wir doch was. It's like a swipe card reader. Eine Magnetkarten. Die haben wir doch. Da. So. Ich kann ihn nicht benutzen. It's a key to the exclusive llama club. Ja, und? Ich hoffe näher ran. It's like a swipe card reader. Ja. Und? Jetzt können wir sie benutzen. Ja, ich bin trotzdem mal gespannt auf dieses Strandhaus. Aha, hier wird offensichtlich stramm geraucht.
diese Lama-Marke. Ah, hier lebt nur ein Faden. Ja, die Türen schließen hier von selbst. Hier gibt es ja exakt wenig. Ob das jetzt hier so eine Raucherlounge ist? Wohl Rauchen ist ja irgendwie noch... Cigarettes. Yummy. Ja, Zigaretten, lecker. Ja. The air outside feels thick, like I'm breathing through a pair of dirty gym socks. It's a high radiation day. Most everyone will be staying inside, but I need to hunt for some work. I always like to start the day with the traditional PI breakfast. That hits the spot. The traditional PI breakfast. Ja. Oh, ein Hut. Nice cowboy hat. Eine Couch. Only the most prestigious people are invited to this club. Und dann so eine Holzkiste, also jetzt so besonders Vapor. Ja, so besonders exklusiv sieht das hier nicht aus, ne? Außer... Ja, ist das jetzt ein Raucherclub? Hier darf man draußen nicht mehr rauchen? Ja, da hat sich natürlich so ein bisschen in der Wahrnehmung auch einiges geändert. Yeah, I bet some intense smoking competitions take place here. Smoking Competitions, ja, Rauchwettbewerbe. Yeah, I bet some intense smoking competitions take place here. Ja, also früher hat Tex irgendwie noch ein bisschen offensiver geraucht. Aber, oh, eine Lampe. Surprisingly, the air is cleaner in here than it is outside. The Clean Air Act was abolished after it was ruled irrelevant due to post-World War III fallout. Das ist nicht mehr so mit Luftreinhaltung nach so einem Fallout. True Golf. Gab es ja nicht mal so einen Golfsimulator von Microsoft? Habe ich den nicht mal gespielt? Tja, das scheint dann wohl der einzige Inhalt von diesem Club zu sein. Rauchen und Golfen irgendwie. Oh, ich schätze mal, wir spielen jetzt eine Partie Golf, hm? Ja. The Clean Air Act was abolished after it was ruled irrelevant due to post-World War III fallout. Da brauchen wir einen harten Schädel für. Können wir das eigentlich noch mal machen? Ja, tatsächlich.
Ja, so viel zur Lernkurve von Tex. Nee, das will ich jetzt nicht nochmal spielen. Aber hier gibt es ja nichts. Wir können uns jetzt hier nur selbst ein bisschen malträtieren. Wir haben ja nichts mitgenommen, nichts rausgefunden. Wow, this would match my bedspread perfectly. I wonder where they got it. Ja, unsere Bettdecke. Aber das ist jetzt so ein bisschen... Wieso können wir hier nichts mitnehmen? Wieso kriegen wir hier keinen Hinweis? The Clean Air Act was abolished after it was ruled irrelevant due to post-World War III fallout. Nichts. Schade, ich dachte, ich hätte was gefunden, aber so offensichtlich gehört das zum Mapping. Mhm. The Clean Air Act was abolished Ja, after das it was kennen wir ruled ja. irrelevant due to post-World War III fallout. Nichts. Das macht mich jetzt so ein bisschen... Gut, wir haben ja diesen Coverhut, aber das ist auch alles. Nice cowboy hat. Klar, ein Raum mit sehr vielen Fenstern. Sieht von außen etwas größer aus als von hier drin. Wir können ja nirgendwo raus, es gibt keinen Keller. Steht eine Kiste. The Clean Air Act was abolished after it was ruled irrelevant due to post-World War III fallout. Nichts, nada, rien. Aber da oben irgendwas übersehen. Tiefe Schwärze über uns. Hier können wir auch nichts anlöschen. Tja. Ja, das wundert mich jetzt so ein bisschen. Ja, das ist aber hier schon vom 3D-Design etwas besser, ne? Das macht mich jetzt so ein bisschen unzufrieden. Eigentlich müssten wir hier doch noch irgendeinen Hinweis bekommen oder irgendeinen Gegenstand finden. Gibt es hier keinen The Amboss? Clean Air Act was abolished after it was ruled irrelevant due to post-World War III auszulösen. fallout. Ja, hilft uns nichts, ne? Gut, gehen wir mal wieder raus. Vielleicht steht jemand vor der Tür und haut uns an über den Kopf. Nein. Was ist mit unserem... Haben wir jetzt unsere Chance auf der Reinkommen vertan? Ja, ich denke, da kommen wir jetzt immer wieder rein. Ja, wir haben noch diese Seilrolle. Also diese Türen, die machen mich echt fertig. Hier können wir auch fahren. Kennen wir jetzt jemanden davon? Ja, immerhin haben wir eine Taschenlampe. Ja gut, wir sind jetzt nicht ohne Optionen. Das wollte ich nicht.
das irgendwas getriggert in der Chandler-Entwicklung. Tower steht noch. Das ist noch zu. Ja, hier würde ich ja gerne mal rein. Ricard's at midnight isn't open right now. I'll have to try back later. Tja. Ja, dann benutzen wir mal diesen seltsamen Reisemodus. Also ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, man könnte hier so zwischen den Locations hin und her switchen, aber nee, offensichtlich nicht. Na komm, auf zum Strandhaus. Wir wollen ja mal diese geheimnisvolle Blondine kennenlernen. Ja, richtig schöner. Aber auch hier kann man ja wirklich die einzelnen Ecken zählen. Und ja, wir leben ja nicht beim 386er Zeitalter. Also warum? Warum diese Sparsamkeit bei der Grafik? Ja, Strandhaus, ne? Quite the mood lighting. Die Stimmungsbeleuchtung. Quite the mood lighting. Kann man hier noch mehr zu sagen? This house belongs in a tax bracket that I'm most unfamiliar with. Ja, die Steuerklasse ist ja fremd. Obwohl, du hast ja gut verdient in der letzten Zeit. Aber ich vermute mal, das war jetzt, dass du das nicht alles bei der Steuer angegeben hast, ne, Kollege? Hopefully I won't get towed. Hoffentlich werde ich nicht abgeschleppt, ja. Da hilft wohl nichts, wir müssen da rein, ne? Ja, sieht ja ganz nett aus, ne? Ja gut, der Strand hat man hier sich mit dieser merkwürdigen Konstruktion ziemlich zugebaut, ne? Wenn es hier auch einen Strand gibt. Aber nein. Wir will da schon meckern. Komm, gehen wir mal rein. Hallo Schatz, wir sind zu Hause. Und es gibt zu essen. Keiner kommt und begrüßt mich. Ich bin so ein wenig enttäuscht. There's room for every member of the Brady family on here, except Alice, and I never considered her part of the family anyway. Ja, die Brady Family kenne ich leider nicht. Ne? Ich kann diesen Teapot hier öffnen. Nein, aber bewegen. Eine Football-Karte. Baseball card? Oh, Baseball. Used to collect these as a kid. Now I collect past due notices. Jetzt sammle ich Mahnungen. Ja, das ist halt der Unterschied. Ne? Eine Baseball-Karte. Komm, zeig's mal. Baseball-Karten. Ja, der Plural. Irgendwas. Classic. These baseball cards are great collectibles. Ja, diese Baseballkarten sind wahre Sammlerstücke. Was mich wieder dazu bringt, dass wir kein einziges Mike und Ike Heft mehr gefunden haben. Oh, was ist denn das? Wikinger-Schild. Pillaging must be one of their hobbies.
Plünder muss ja auch wie sein, ja. Hier haben wir Vogelkäfig, so wie es aussieht. Und das hier ist das. Ja gut, also für ein Wikinger-Schild taugt das jetzt nicht, ne? Aber ist ja jetzt auch kein russischer Adler. Und vor allem, also müsste ja eigentlich ein Doppelkopfadler sein. Falls wir jetzt in diesem russischen Strang ermitteln. Pillaging must be one of their hobbies. Vogelkäfig, den können wir wohl auch. Noch eine Baseballkarte. Nice. Und was bringt uns das jetzt irgendwie? Mal 2. Classic. These baseball cards are great collectibles. Es ist das nächste, was wir sammeln. Say hello to my little friends. Say hello to my little friends. Ja. Traveler-Zigarren. Now that was a terrible year for wine. Wenn du das sagst. Gott, hier gibt es so viel Krimskrams. Zigaretten. Und die nehme ich auch noch mit. Hey, smoke no more cigarettes. I hear they have a smoking deterrent system built right into the cigarette. Hey, buddy! Do you know 1,000 people stop smoking every day? By dying, you moron! Kissing you would be like licking an ashtray. Get it, dumbass? Did you know that you and I are similar? We both are certified butthead. No, don't kill me. Have mercy. Well, the system's about as effective as other systems I've tried. But I'll keep these in case I have a smoking emergency. Barrels make any interior space look more rugged. Ja, das sieht schon rustikal aus mit dem Fass. This coffee table's a special design. It's got a hidden drawer. Eine versteckte This coffee Schublade. table's a special design. It's got a hidden drawer. Nee, ne? This coffee table's a special design. It's got a hidden drawer. Tja. Impressive, if you're into that sort of thing. Ja, wenn man drauf steht. Ja, der Putz von der Decke ist irgendwie noch ein bisschen überholungsbedürftig. Was haben wir denn da? Hello. The 8 Lost Rules of Etiquette. A kind greeting such as hello. Buch der Etikette. Was ist das jetzt? Eine Telefonnummer? A kind greeting such as hello. 43556. Hello. The 8 lost rules of etiquette. Rule number 1, a friendly greeting could open doors for you. Hallo. Die 8 verlorenen Regeln der Etikette. Regel Nummer 1, ein freundlicher Gruß kann dir Türen öffnen. Ja, der Hut in der Hand. Wie war das noch? Mit dem Hut in der Hand kommt man durchs ganze Land. Ne? Well, one man's trash is a PI's clue. Ja, für den einen ist es Müll und für den Privatdetektiven ist es natürlich ein Highlight. Ich weiß bloß nicht was. Ja, das ist offensichtlich irgendeine Variable nicht belegt. Seems Mason was treating someone with serious facial deterioration.
denn da? The cryogenic sleep state that causes so much physical and mental damage to the Morlocks is beginning to affect me. The fresh disease seems to be speeding up, causing serious deterioration on the right side of my face. I do hope you will have a solution for me soon. Ja. Ja, da tauchen die Morlocks jetzt nochmal auf. Vielleicht ganz gut, dass wir in der Klinik vorwarnen. Also dieser kryogenische Schlaf verursacht irgendwelche Schäden to the Morlocks. Wo uns die Taxifahrerin gesagt hat, das sind aggressive Mutanten. Ja, ich kenne jetzt mehr so aus der Zeitmaschine. Ne? Gut, das waren auch aggressive Mutanten. Ja, und er hat irgendwas auf der rechten Seite seines Gesichts. Also gut, das hatte ich schon fast vergessen, diesen kryogenischen Behälter, der stand ja da auch rum. Seems Mason was treating someone with serious facial deterioration. Hat er jemanden behandelt mit diesem Problem? Ja gut. Nothing adds personality to a room like throw pillows. Ein Wurfkissen. Wusste ich gar nicht, dass das so nennt. Yeah, it's not my style. Ja. Muss man mögen. Yeah, it's not my style. Ja, Barrel. Seashells, books. I don't see anything here that could help me. Barrels make any interior space look more rugged. Let's see here. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, 8 chairs. 8 Stühle. Hervorragend, Tex. Ja, hier stimmt irgendwas mit den Proportionen nicht. Ne? Die Theke müsste höher sein. Seems sturdy. Ja, das kann man ja nur hoffen, ne? Ja, und das scheint ein richtiger Baseball-Fan gewesen zu sein, ne? Oder zu sein. Was ist das hier oben? Red Cat. The soothing, sultry siren song of a red cat. Das scheint eine Platte zu sein, ne? Wer ist Staring das? at this picture is more exciting than watching a game of baseball. Tja. Must be a Barry Bonds baseball. It's got an asterisk on it. Oh, wir haben noch so eine Karte gefunden. Well, that might come in handy. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ja, wofür bloß? Reminds me of the time I tried to cook meatloaf. Hackbraten. Well, this looks cheap. Ja, A collector's edition of Matt Cubase Tyler baseball card. I wouldn't dare thieve that. ach so, aber die anderen stehlen wir, oder wie? Who sells seashells by the seashore? Ja, wer verkauft da schon Muscheln? Isn't that DeForest Bunny from Night of the Lepus? Die Vorsätzchen von Nacht. Das ist tatsächlich ein Kaninchen da auf dem Foto. Und unten ist leer. Ja, unser guter Text kann auch nicht in die Knie gehen. Well, there's Waldo. Waldo, wer immer Waldo ist. Now that was a terrible year for wine. Ja, also ob Text sich damit auskennt. Hey, bada bada bada. Schläger, Schläger, Schläger. Who sells seashells by the sea? Yeah, just some books. Nur ein paar Bücher. Yeah, just some books. Ein paar Yeah, just some Bücher. books. Ein Yeah, paar just some books. Bücher.
Das ist ein glitzerndes irgendwas. Ja, dann haben wir auch das gesehen. Ich hoffe mal, das soll Südfrüchte darstellen. Mit sechseckigen Aussparungen. Na gut. Was haben wir hier noch? Neurosurgery for Dumbasses. Ja, das ist doch so eine Buchreihe, die kenne ich doch. Das gibt es auch bei uns im Deutschen. Ne? War das noch irgendwas für Idioten oder für Dummies, glaube ich, hieß das für Dummies. Ne? Und die haben halt Neurosurgery, was ist denn das? Surgery ist sind das Gehirnoperationen oder sowas? Now that's my kind of book. Dr. Sigmund Fraude. Ja, könnte also ein bisschen schärfer sein. Ein Seestern. Oh, it's like a villain from a terrible B-movie. Mollusks beware. Ja, das könnte tatsächlich irgendwie aus einem B-Movie sein. Das ist ja mal eine hübsche Pflanze hier. Ne? Ja, stimmt jetzt meine Theorie, dass es hier so ein bisschen besser aussieht? Nee, eigentlich nicht wirklich. Ne? Ja, doch ein bisschen besser sieht es ja aus vom Mapping. Vielleicht bin ich auch zu pinkig. Oh, welcome to the kitchen. Ob wir hier noch eine Leiche finden? Ich meine, im Prinzip suchen wir hier die gute Frau. I think that's upside down. Tja, vielleicht ist es verkehrt rum. Was bist du? Die sehen aber sehr vertrauenserweckend aus, die von 1973. Magnets. How do they work? Wie funktionieren die? Ja, das ist ein ganz neues Gadget, ne? Das kennt man noch nicht so. Oh, Nahrung, frisch. Beef. Ist ja kein Beef da unten. Sushi, Hummer, meine Fresse. Also, das kann man sagen. Ah, delicious jams. Ja, er findet die Marmelade bemerkenswert, den Rest ist nicht so. Freezer Burn Ice Cream. Dann haben wir das Regular Pizza. Was liegt da unten? Schädel? Oder ist das Sellerie? Keine Ahnung. Aber das hier. Nee. Really? They found someone to eat this crap? Ach, Dex. Ja, ich habe Hundefutter gegessen. Das ist in der Mikrowelle. That's a terrible place for a petri dish. Eine Petrischale. Wir haben eine Petrischale aufgenommen. Ja, ob da irgendwelche biologischen Kulturen drin angesetzt sind. This petri dish is encrusted with all sorts of gunk. I'll need to clean it off to see what's underneath here. Aha, wir müssen es also sauber machen. Mal gucken, ob wir sie mit dem Spülbecken kombiniert bekommen. This coffee's been out here for days. Okay, wenn der Kaffee schon so ein paar Tagen steht, ist wohl keiner zu Hause. Oder?
Wenn niemand da ist, trinkt er keinen Kaffee mehr. Never, ever stick your hand in a toaster. Ja. Ich bin ja fast erleichtert, dass wir hier nicht alles aufmachen können. Also auch einiges schon. Aber die Sache mit Griff können wir offensichtlich öffnen. Really? They found someone to eat this crap? Ach komm, Tex, also will ich jetzt nicht wissen, wovon du dich ernährst, ne? Aber morgens eine Zigarette ist natürlich... Ja. Aber finde ich mal schön, ne, dass so Schränke so, also wenigstens halbwegs mit den Sachen gefüllt sind, die man eigentlich King auch Twinkie erwartet. is the only royalty I recognize. King Twinkie is the only royalty I recognize. Well, judging by all this fiber, the owner has digestive issues. Ja, Verdauungsprobleme. Was sind das hier? Sardinen? Well, judging by all this fiber, the owner has digestive issues. Verdauungsprobleme. I really should look into getting a kitchen for my apartment. Ja, in dem Apartment gibt es aber bloß 2 Räume, ne? Gut, und den Abstellraum. You can really judge a person by the kind of groceries they buy. There must be something I can eat around here. There must be something I can eat around. You can really judge a person by the kind of groceries. I really should look into getting a kitchen for my apartment. Standard groceries, and none of them look very edible. Wie? Years of stovetop spills are caked into that backsplash. Total versaut, Janis. There must be something I can eat around here. Er sucht wohl was zu essen. It's no good to me without alcohol. Ohne Alkohol kriege ich das nicht runter. Oder wie hieß das so schön mal bei Murphy Brown? Wer kennt denn das noch? Das war so eine Serie über eine Reporterin, glaube ich. Mit Candice Bergen. Die hat doch mal da gesagt, ich muss einen Drink haben, um einen Drink nehmen zu können oder so. Ne? Ah, delicious jams. Ja, die Marmelade, dann isst sie doch, Tex. It's no good to me without alcohol. Fine feast for mice. Ein Festmahl für Mäuse. Most of the stuff's expired. Aha, der Kram ist abgelaufen. You can really judge a person by the kind of groceries they buy. Ja, sag mir, was du isst. Ich sag dir, was du bist. Ne? Dann wir. Standard groceries, and none of them look very edible. Ja, gut. Hier haben wir Mehl, Zucker und Salz. Cookies? Nope, just flour. Ja, Text steht drauf. Da steht Flour, nicht Cookies. Tasty. Salty. Tasty, salty. Ja, Yep, that's a sink. that's a sink. Ein Waschbecken. Yep, that's a sink. Das nicht. Das Yep, that's a sink. ist nichts. Oder ein Loch. Oder ist das dieser... Da, wo man Müll reinschmeißt. Das gibt es doch in Amerika. Ne? Gut, probieren wir hier mal die Petrischale sauber zu kriegen. Vielleicht geht das ja. I don't know what I was thinking. Ja, Yep, that's a sink. ich habe mir jetzt gedacht, du machst die hier sauber. Das habe ich mir dabei gedacht. This petri dish is in. Well, that won't work. Okay, das geht nicht. Ist interessant, ne? Also Decke und Boden sind doch das häufigere gleich in den Häusern. Ja, sieht das schon besser aus.
Badezimmer. Und haben wir hier eine Leiche? Ja, ich wohne am Meer und hänge mir ein Bild vom Meer dahin. Ne? Tsunami! Tsunami! Glaub's ja nicht. Ja, Bars. Let's see, that says Oh, bath. Yeah, I believe Handtuch. that's a towel. Ja, ich glaube, das ist ein Handtuch. Ja, ich glaube, das ist auch Text. Das ist eine Blume. Und das ist eine Badewanne. Yeah, rub-a-dub-dub. Rub-a-dub-dub. Oder das. Yeah, rub-a-dub-dub. Well, one man's trash is a PI's clue. Ja, für den einen ist es Müll und für den anderen ist es natürlich ein Hinweis. Ah, da. Bathroom Sensen Letter 1 Keynotes Value. Surely, after all we've been through, you would not turn against me and turn to her. Looks like someone with the initial T was doubting Mason's allegiance. Ja, das ist ja genau so ein Ding, wie wir hier gefunden haben. Das ist übrigens auch Bathroom Letter 2 und das ist dann wohl, ja, Letter 1. Several of my sources are questioning your alliance. Surely after all we have been thought you would not work against me and turn to her. Turn to her. Also sich zu ihr übergehen. You have been very well paid for your work and I do not take kindly of those who betray me. Tja, fühlte sich wohl verraten, ne? Ah, ein Mike and Ike Heft. Gott sei Dank. Another Mike and Ike Hammer candy comic. Gumdrops and lollipops. I'll put this in my comic book rack collection in my office. Chlorrolle. Rummaging through trash cans can be considered a low point in some people's lives, but not mine. Ja, für manche ist im Müll rumwühlen ein Tiefpunkt in ihrem Leben. Ne? Für Text natürlich nicht. Lord knows I could use a plunger at my place. Ja, dann nimm ihn mit. Ein Pümpel. No bidet? Sick. Kein BD, was haben wir denn hier? Oh, I always put out fresh towels for my guests. I mean, if I had any. Ja, auch hier sehen wir den Hang zum Recycling. Ne? Hier haben wir diesen, sieht ein bisschen aus wie Efeu. Ne? Das gleiche haben wir da. Ja. Die eine Flasche können wir uns angucken. Oder doch, wir können es Keep beide out of reach of children. Oh, banana flavor. I find moisturizing to be the most important part of a daily routine. Ja, Feuchtigkeitscreme, genau, Text. Das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an ein Hopperbild, ne, oder? Ah, a remembrance of a much simpler time. Eine viel einfachere Zeit war es, ja. Auch hier umschiffen wir das Spiegelproblem so ein bisschen. Und hier haben wir schon wieder das gleiche Gemüse. Also davon werden wir quasi verfolgt. Hier unten lässt sich nichts öffnen. Boy, I try not to look directly into a mirror because it's kind of bad for my self-esteem. Ja, ich vermeide auch den direkten Blick in den Spiegel. Boy, I try not to look directly into a mirror because it's Und kind of jetzt zieht die bad for my Brille vorher aus. self-esteem. Das kurze Schür hilft das ja. My landlord always reminds me that indoor plumbing is a privilege, not a right.
Fließendes Wasser zu haben, ist ein Privileg. So. My landlord always reminds me that Mein indoor plumbing is a Landlord. privilege, not a Landlord ist right. Vermieter. Wusste ich gar nicht. Ja, gehen wir ins Obergeschoss. Ich meine, was erwartet uns oben noch? Vermutlich ein Schlafzimmer. Ja, der Kamin brennt, aber der Kaffee ist alt. Also ja, jetzt regnet es aber wieder Mike und Ike Hefte. It's a Mike and Ike Hammer candy comic, Sleep with a Swedish Fish. Put this in my comic book rack collection in my office. Jetzt müssen wir 10 haben, oder? Das ist die Hälfte. Ja, da ist nichts. Hier. Schön ordentlich. Ja, sauber geordnet ist nichts. I don't know if I get the open concept between these two bedrooms. Ein offenes Konzept zwischen 2 Schlafzimmern. Ach, da hinten ist noch ein Schlafzimmer. Ja, schwierig. I don't know if I get the open concept between these two bedrooms. Perfect place to keep a midnight snack. Oder so. Ja. Und nochmal Baseball. Oh man, I hate retro things. Ach, Oh, perfect for watching someone while they sleep. ideal, um jemandem schlafen zu sehen. Genauso ist es, aber hier kannst du es ja sogar vom anderen Bett aus. If the owner's ventriloquist dummies in here, I'm gonna be very upset. Kommt da jetzt auf Bauchredner, Puppen. Die können wir auch noch öffnen. Und hier. Wieder. Sheesh, I couldn't even imagine lugging this thing up those stairs. Sheesh, I couldn't even imagine lugging this thing up those stairs. Ja, offensichtlich nichts. Ja, also wenn das jetzt Sichtbeton ist, dann ist das schon ziemlich schäbig gemacht. Ach, Bücher. Yeah, just some books. Yeah, just some books. Nope, nothing worthwhile on these shelves. Nichts Nützliches aus diesem Regal. Das ist Nope, doch mal nothing schön. worthwhile on these shelves. Well, no big bad wolf will be getting in here. Kein großer böser Wolf kommt hier rein. Well, I see they like to keep things hot in the bedroom. Wie ich sehe, geht es heiß in ihrem Schlafzimmer. Well, I see Ja, they like to keep things hot in the bedroom. ja, aber also für Gross. This bowl is full of fruit. Schale voll mit. Aber unten auch schon Text, hätte sich unten schon drüber aufregen können. Vertical stripes make these chairs look taller than they actually are. Ja, und schlank machen sie auch. Vertical stripes make these chairs look taller than they actually are. Yeah, just some books. Was sind diesmal blaue Bücher? Nope, nothing worthwhile on these shelves. Ja, da kann man einen Vorhang zuziehen. Wie fehlt die Kommode? Dafür haben wir If the owner's ventriloquist dummies in here, I'm gonna be very upset. die Bauchrednerpuppe. Ich weiß auch nicht, wie man da drauf kommt. Was ist denn das? Ah, da haben wir noch so eine Now Baseballkarte. I could use that. Wie viel haben wir jetzt eigentlich davon? 3, ne? Oder 4? 4. This petri dish is encrusted with all sorts of gunk. I'll need to clean it off to see what's underneath here. Ja, das wollte er in der Küche ja nicht machen. Nice place to get all warm and snuggly. Ja, warm und gemütlich. Sieht echt schon ziemlich anheimelnd hier aus. It's just a plant.
zur Abwechslung mal eine andere Pflanze, oder? So macht es einfach nur der Winkel. Hier haben wir noch einen Schrank. Perfect place to keep a midnight snack. Auch hier können wir mit nach Stack nehmen. Ceilings are good for keeping God's prying eyes out of your business. Decken halten Gott davon ab, in deinen Angelegenheiten zu schnüffeln. Ja, das erinnert mich jetzt an eine Folge von Beavis and Butthead, ne? Als Beavis in den Himmel aufgefahren ist und seine Sünden vorgelesen bekam. Not my size, not my style, not my day. Nicht meine Größe, nicht mein Stil, nicht mein Tag. Ja, so kann man es auch zusammenfassen. Sheesh, I couldn't even imagine lugging this thing up those stairs. Ja, so groß ist der jetzt nicht. Ne? Vielleicht lässt er sich schon was zerlegen. So, jetzt wäre es ja mal wirklich... Ich habe was gefunden. 20 Türen später. Sheesh, I couldn't even imagine lugging this thing up those stairs. Was mag das sein? An old Zoom portable music device. Yeah, I remember when I was a kid, my mom got me one of these while all the other kids were getting iPads and iPods. I remember just how I felt that day. Wonder what happened to it. Oh yeah, now I remember. Ja, wieso haben wir den jetzt kaputt gemacht? Ja, Zoom, das war der Versuch von Microsoft auf dem MP3-Player-Markt Fuß zu fassen. Der war nie besonders erfolgreich. Ja, vielleicht ein kleiner Seitenhieb hier gegen Microsoft, die es ja nie geschafft hat, ein Spiel rauszubringen. Ne? Also ein Tex-Murphy-Spiel. Eine Uhr. Eine Uhr. Gott sei Dank habe ich daran noch gedacht hier. Aber man muss wirklich... Must have gotten these from the big and tall curtain store. Must have gotten these from the big and tall curtain store. Alles aus dem Big and Tall Geschäft. Must have gotten these from the big and tall curtain Das ist das store. Gleiche. Aber gut, dass wir das hier noch angeklickt haben. Ja, manchmal wird man da auch ein bisschen müde. Was haben wir uns da für einen Code notiert? Vier, drei, fünf, fünf, sechs. 4, 3, 5, 5, 6. Secret Door. Ja, ich liebe so Cliffhanger. Hoping to find more information about why sleazy PI Carlos Maldonado has been keeping an eye on my place leads me to a swanky beach house where I'm delighted and surprised to meet an incredibly beautiful woman inside a home medical office. Unfortunately for me, the feeling is not mutual, and she's accompanied by a very lethal friend. Freeze. What are you doing here? Well, we had such a charming conversation on the vid phone, I knew I had to meet you. Now I'm rethinking that. You don't remember me, do you? Well, I wish I did. Does that count? We met just once, years ago. So did you really come here looking for me? Or are you here for Mason? I'm sorry. The correct answer is C, all of the above. I came here to find you, but it's Mason I'm looking for. Well, you'll have to make do with me. Mason isn't here. So how do you know Mason? In the biblical sense, I'm his wife, Ariel Bowers. When was the last time you saw him? Over a month ago. No kidding. A wife like you, I'm surprised he ever leaves the house. We've been legally separated for over a month.
He has issues, erratic behavior, periods of deep depression. It got to be too much. Psychological problems, huh? What are we talking here? He ties a shoe for an hour, or he walks into Burger Barn with dynamite in his pants? I think it was just a reaction to stress. His work kept him away for weeks at a time. So I heard your husband was a neurologist, like a brain surgeon or something. Or something, yes. He worked in neurochemistry, how chemicals influence neural operations. So who's he working for now? Mason never talked about his work, even before we separated. But we stayed in touch. This was the longest he ever went without calling me. I got worried and came here. I found Maldonado's number and called to see if he knew anything. Yeah, well, Maldonado's not going to be able to help us much because he's dead. Is that who you were coming to see on Chandler Avenue? Yes, that's right. What happened to him? Well, I'm not sure, but I'm trying to find out. But the trail seems to lead through your husband, who, by the way, I believe has been abducted. Abducted? Now I'm worried sick. What are we going to do? Well, to start with, if you could think of anything that could help me out here to find him, that would be a big help. I will. Feel free to look around here. I wish I could stay and help, but I'll give you my number so you can call me later. And sorry about the gun to the head thing. Oh, it's okay. I've just got one of those faces. Probably look better with a hole in it. I have my doubts about Ariel Bauer's motivation. She certainly seems to have an agenda which includes more than just her husband's well-being. What's she up to? Hubba, hubba. Whew. Is it hot in here, or did my internal fan just crash? Well, it feels like I'm being played for a sap. Oh, come on. She's just getting ready to play the field. I'd like to bring her over for a debugging session. Okay, enough. Ja, die gute Frau Ariel Bauer. Und hier sind wir dann im offensichtlich Geheimlabor, ne, von ihrem Mann. Schauen wir uns mal um. He's looking a little under the weather. Wir müssen durch den Winter, Gute. Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. Ja, die sind immer so. Medizinische Poster sind immer so ein bisschen. Ja. It's a choose-your-own-adventure neurology book. It's a shame no one's ever gotten it right. Ein Mitmach-Neurologie-Buch. Oh, er verwendet unser Modell von Bitphone und You have a fax. You have a fax. You have a fax. You have a fax. Sag mal, spinne ich jetzt? Kommt dieser komische Sample in unserem Büro von einem Faxgerät? Oh, wir haben einen schlecht texturierten Gegenstand gefunden. You'd need a PhD to understand any of these books. Ja. You have a fax. Und was haben wir denn Well, da? I wonder what's on this little device. Ich auch, Tex. Ich wüsste auch gern, was das ist. You Was für ein have a fax. Feuerzeug. You have a fax. Bauers Speicherstick. Noch ein Memory Stick. This memory stick probably works on the computer in Bauer's MRI room. You have a fax. Der Speicherstick funktioniert wahrscheinlich auf dem Computer in Bauers You MRT-Zimmer. have a fax. Ist das hier das MRT-Zimmer? Nice style work. Tja, You have a fax. You have a fax. ja. Am Fax. Looks like Carlos Maldonado was trying to get a hold of Mason about someone named Margaret Leonard. Oh je, oh je. Der nächste, Margaret Leonard. Margaret Leonard. Schauen wir uns mal das Fax an. Ach so, ist dieser Sample dann nicht
Ich habe da irgendwie verstanden, you can relax oder you are relaxed oder so. Also, you have a fax. Oh. Nee, ne? Text, Fax, Text von Maldonado an Bowers. Mein Gott. Maldonado was tracking down a woman named Margaret Leonard for Bowers. Aha. Margaret Leonard ausfindig gemacht für Bowers. Naja. So ein bisschen was schien der gute Carlos jetzt auch drauf gehabt zu haben. Just the place to conduct some business. If I found a flash drive, I could connect it to the video screen. Ein Flashlaufwerk finde. Können wir dann irgendwie Sachen runterladen? Wir blicken in eine sehr dunkle. You'd need a PhD to understand any of these books. Ich brauche eine Taschenlampe, um dort reinzuleuchten. Naja. Was soll das? Ach, es sind noch mehr Bücher. You'd need a PhD to understand any of these. Ja. Was haben wir hier? Das sieht doch nett aus. Okay, mit Alzheimer? Keine Ahnung. Und was haben wir This hier? table? A little small for my taste. My business card? How did Mason Bowers get this? Tja, das ist unsere Visitenkarte. Man, that is so cool. Eine Lucky Strike-Reklame. Ich glaube, hier mit der dunklen Packung war das nicht die Vorkriegsverpackung, wo sie dann, also ja, die vor dem Zweiten Weltkrieg, die war. Ich habe mal gehört, die waren früher grün und bei dem Krieg so viele grüne Farbe gebraucht wurde, haben sie die auf weiß umgestellt. Aber das kann natürlich auch ein Gerücht sein. Nothing I can use. Ja, ich kann es nicht mal lesen, er kann es nicht mal benutzen. Und das? This looks like a good bathroom read. Tja, leider werden wir nie erfahren, was das ist. Steht irgendwas von Influencer. Was ist das hier? Nothing I can use. Säge? Nothing I can use. Gut. Bowers hat also unsere Visitenkarte. Den kennen wir doch. Der war doch in dieser ich sag mal, Hall of Fame in der Chandler Avenue. The drilled a hole in my skull. I was awake and it hurt a lot. What kind of things goes without saying? Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. Ja, der ist doch da das Foto habe ich schon gesehen in der Hall of Fame. Oh, what a very hospitable guest room. Ein nettes Gästezimmer. Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. Ja. Nervenbahn. I'm sure these MRI pictures are showing me something. Tja, irgendwas werden sie wohl zeigen. Bleistift, Schädel. Hier haben wir jetzt ganz klassische Röntgenaufnahmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Finger. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich. 7 sogar. Entschuldigung. 7 Finger ist ein bisschen zu viel. 3 sind zusammengewachsen. Sind das Mutationen? Well, it's a microscope, and you'd need one of these just to see Rook's sense of humor. Ja, das braucht man wohl, um Rooks Humor zu verstehen. Oh, wir haben ein Zahnschloss. Bisher haben wir die kurz immer vorgefunden und diesmal haben wir tatsächlich keinen. Ne? Tag 3.
Wir haben 3 Lampen brennen. Irgendwo werde ich dich finden. Da haben wir den aktuellen Pfad nicht verlassen. Ja, aber trotzdem haben wir irgendwas mit ihrem Code drauf. Gucken. Ja, 4 Baseballkarten. Das Ding hat auch eine Schublade. Mein Gott, wie viele Schubladen gibt es denn hier? Yoink. Und weg. Wir haben jetzt 5 Baseballkarten. Was bist du? Nichts Interessantes. You don't have to put on the red light. Gut. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Thyroid Diseases. Normal Brain. Human Stomach. Ja. Wenn man es mag. Ne? I got a feeling that's not a crochet needle. Ja, das ist auch keine Hecknadel. Diese Nadeln kenne ich jetzt nur als die alten Ägypter haben mit so einer Art Häkelnadel beim Mumifizierungsprozess das Gehirn durch die Nase rausgeholt. Ja. Fällt mir dazu jetzt so ein. Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. Ja, wir kommen am MRT nicht vorbei. Unfortunately, it's not the tunnel of love. Leider ist es nicht der Liebestunnel. Ja, Tunnel of Love. Unfortunately, it's not the tunnel of love. Unfortunately, it's not the tunnel of love. Ja, das I'm sure these MRI pictures are showing me something. Mir zeigen sie auch irgendwie irgendwas. I'm sure these MRI pictures are showing me something. Ja, und hier haben wir noch so ein Poster, das werde ich jetzt nicht nochmal anklicken. Ja gut. Wir haben einen Sicherheitsschrank, aber keinen Code dafür. This cabinet needs a 3-digit code to open. Einen 3-stelligen Code, um den Schrank zu öffnen, das ist schon mal gut. Also, woran er das jetzt gesehen haben mag, aber Yeah, that's not important. das ist ja auch exakt nichts, ne? Das ist nicht wichtig. Das ist auch nicht da. Yeah, that's not important. Kann man die Tür eigentlich zumachen? Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. Nee, können wir leider nicht. Das wäre ein gutes Versteck, ne? Für einen 3-stelligen Code. Was hat er gesagt? Das Ding funktioniert mit seinem Computer, der Memory Stick. Probieren wir das mal aus. This memory stick probably works on the computer in Bauer's MRI room. Ja, das ist jetzt der einzige Computer, den wir hier haben. Ne? Aber den kann man nicht anklicken. Oder haben wir noch mehr Computer? Haben wir noch mehr Computer hier? Vielleicht mal noch. If I found a flash drive, I could connect it to the video screen. Vielleicht ist es einfach ein bisschen schäbig übersetzt. Gucken wir mal. Long-lasting memories are created through a process of consolidation, which is based on the formations of protein in the brain. Thus, memories, particularly painful ones, are formed by these unstable proteins, making them easily identifiable and removed with a combination of drugs and behavior therapy, ensuring memory elimination. Of course, there are those who do not believe that the benefits of memory modification outweigh the risks. They warn that eliminating memories, one could significantly alter a person's personality, their history. So, a fancy device that wipes your memories, hmm? Useful technology.
I see applications for anyone who ever went out with you or read the Twilight series. Come on. Little mercy here for the victim, all right? Why would Bowers want to erase my memory? Ja, Bauer hat wohl unsere Erinnerungen gelöscht. Er hat unsere Erinnerungen gelöscht. Und zwar in diesen 5 Stunden. In diesen 5 Stunden hat er unsere Erinnerungen gelöscht. Jetzt wissen wir endlich, wo die hin sind. Haben wir das Ding noch? Nee. Dafür haben wir jetzt 5 Karten. Drücken Zoom. Einen 3-stelligen Code. Der Ariel hat uns ihre Telefonnummer gegeben. Haben wir irgendwas übersehen? Das Ding kommt nicht. Some crates should never be opened. Ja, einige Kisten sollte man zulassen. Ach, hier war... Doch. Na, hier waren wir auch noch nicht. Oh, Markus. This is just to trick people into thinking you read a lot. Ja. Ich habe This is sogar just to mal trick einen people into YouTuber thinking you gesehen, read a lot. der hat hinter sich offensichtlich mit so einem Greenscreen irgendwie hinter sich dreimal dasselbe Regal gemappt. Ne? Vor allem mit so alten Schinken drauf, ne? Die keine Sau, vor allem nicht dreimal zu Hause hat. This is just to trick people into thinking you read a lot. Ja. Funktioniert immer wieder. Ne? Viele Bücher und schon halten einen die Leute für intellektuell. Ein Stammbaum? Nee. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir brauchen also 9 von diesen Karten. This frame needs 9 baseball cards. Ja, wir haben 5. Habe ich so noch irgendwas übersehen hier? Gucken wir mal. Guess I better not be too creative, because it won't work. Ja, This doch. frame needs 9 baseball cards. Ja, was denn sonst? Kontext. Dann müssen wir erst alle 9 beisammen haben. That accomplished nothing. This frame needs 9 baseball Das wird cards. nichts bewirken. There's a past due notice here. You're late, you bum! Note to self, check and make sure I made my speeder payment. Eine Mahnung. Ach, herrlich. Sometimes a cigar is just a cigar, if you know what I mean. Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre. Snapper Piep. Was bist du? Ein Fernseher? Oh, I don't think a lot of studying went on in here with that flat screen TV on the wall. No, that's not important. No. Harvard Medical School. Mason N. Bowers. Psychiatry and Neuromedicine. Oh, sure, that seems impressive. But I bet you it wasn't nearly as difficult as obtaining my PI license from an entire summer of night school. Wahrscheinlich. Das Bild kennen wir ja bereits. Und diesmal ohne Kommentar. No, that's not important. Das hast du doch nicht. Aha, wir haben einen Globus. Sehen wir daraus auf irgendwelche signifikanten Veränderungen? USA, Kanada.
Irgendwie vermisse ich so ein bisschen Grönland, ne? Ja, ja. Wrong form of its. Come on, people. Central Intelligence Agency. Aha. Und was soll das Herzchen da? Wrong form of its. Come on, people. Aha, er hat also auch für CIA gearbeitet. It takes a man of exquisite taste to truly appreciate a pleather chair. Kunstlederstuhl. Ja, Bücher, Bücher, Just some Bücher. books. Nur ein paar Bücher. Kann man da dahinter gucken? Was ist denn hier? Bücher, Bücher. Nope, nothing worthwhile on these shelves. There's just no accounting for good taste. Über Geschmack lässt sich streiten. Yeah, that's about the only sailboat I could afford. Ja, ich auch. Text. Mehr Segelboot werde ich mir nicht kaufen können. Und auch hier, ne? Wir sehen das Laminat am Fußboden und an der Decke. Das scheint wirklich eine durchgängige Mode zu sein hier. Wasser, Boote. Tja. Haben wir hier wenigstens eine Schublade, die wir öffnen können? Ja, hurra. Now I Noch could eine use Karte. that. Eine Pflanze, eine Lampe. Ja, haben wir jetzt so viel übersehen? Komm, mit vorn gucken. Nichts. Brauchen 9 Karten. Ne? This frame needs 9 baseball cards. Wir haben jetzt 6. 3 übersehen. Pillaging must be one of their hobbies. Ja, plündern. There's room for every member of the Brady family on here except Alice, and I never considered her part of the family anyway. Ja, irgendwie habe ich schon gedacht, wir müssen hier noch 3 von diesen Karten finden. Nothing I can use. Yeah, just some books. Wir haben doch schon alles abgesucht. Was? Auch nicht sehr ergiebig. Yeah, just some books. Now that's my kind of book. Seashells, books. I don't see anything here that could help me. Und einen 3-stelligen Code bräuchten wir noch. Sehr hilfreich. Ja, das Bild scheint ihm echt angetan zu haben. Haben wir uns die angeguckt? Ja, offensichtlich nicht. That might come in handy. Mein Gott, was man hier alles anklicken kann. Hier, das ist ja... Übersiehst du so schnell irgendetwas. Jetzt fehlen jetzt noch 2 Karten. Zwei Karten noch. Die Petrischale aber immer noch nicht sauber gemacht. Never, ever stick your hand in a toaster.
I've always learned the hard way that the stove gets hot. Ich habe auf die 8. Tour gelernt, dass Öfen heiß werden. Ich vermute mal als Kind. Ne? Das kann man übrigens einfach oder mehrfach machen. Ich verrate jetzt nicht, wie häufig ich das gemacht habe. The table's all wobbly. Der Tisch wackelt total. In the immortal words of Goldilocks, this chair is just right. In unsterblichen Worten von Goldlöckchen. Wer ist Goldlöckchen? Der Tisch wackelt. Müssen wir das drunter stecken? Was soll denn das bringen? Wir sind jetzt hier nicht der Handwerker. Tsunami! Schon ein bisschen geschmacklos, ne, dieser Tsunami-Witz. Ja, können wir hier vielleicht die Petrischale reinigen? Petrischale. Nein. My landlord always reminds me that indoor plumbing is a privilege, not a right. That's not right. Ja, brauchen wir dafür eine Spülmaschine oder was? Können wir sie jetzt dann sauber machen? Yeah, rub-a-dub-dub. Ach, das wollte ich nicht. That was a waste of time. Tja, Zeitverschwendung. Ich würde ja fast sagen, da oben liegt was, aber so ein guter Text ist ja da jetzt nicht so ambitioniert in da irgendwo hochkommen. Boy, I try not to look directly into a mirror because it's kind of bad for my self-esteem. Ja, das ist auch kein Spiegel. Ah, a remembrance of a much simpler time. Nee. Wir haben 7 Karten, 2 brauchen wir noch. Ob wir die hier noch finden? Ich meine, wir waren ja nun wirklich aufmerksam beim Suchen. Also ihr habt aufmerksam zugeschaut. Ob wir die noch finden? Irgendwelche Schubladen übersehen und sowas. There's room for every member of the Brady family. Let's see here. There's 8 1, Stühle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, 8 chairs. A collector's edition of Matt Cubase Tyler baseball card. I wouldn't dare thieve that. Ja, da drunter lag Reminds me of the time I tried to cook meatloaf. Staring at this picture is more exciting than watching a game of baseball. Ah, the soothing, sultry siren song of Red Cat. Schwüle Sirenenlied von Red Cat. Tja. Nothing I can use. Hey, bada bada bada. Ja, ich denke, die Tasche ist jetzt. Impressive, if you're into that sort of thing. Impressive, if you're into that Oh, sort das of Wieder thing. ist ja noch da. If the owner's ventriloquist dummies in here, I'm gonna be very Wir haben doch upset. alles aufgemacht. Oder? Hier ist doch nichts. Oh man, I hate retro things.
Well, no big bad wolf will be getting in here. Hier kommt kein großer böser Wolf rein, ja, aber If the owner's ventriloquist dummy's in here, I'm gonna be very upset. ja, wir können den Garten leuchten. Das heißt, ja, Garten, ja. It's just a plant. Nur eine Pflanze. Ja, ja, was soll denn hier noch was sein? Gross. This bowl is full of fruit. Vertical stripes make these chairs look taller than they actually are. Ja, wir können auf den Tisch steigen. Das hilft uns jetzt aber auch nur begrenzt. Deswegen habe ich den Eindruck, mir fehlt noch ein Raum oder sowas. Ja, das kenne ich natürlich hier. Die Suche nach dem If the owner's ventriloquist dummy's in here, I'm gonna be very upset. Must have gotten these from the big and tall curtain store. Nee, da haben wir doch alles gesehen. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis drauf. Gucken wir mal. Classic. These baseball cards are great collectibles. Das sind aber 7. Ich brauche 9. 9. Ja. Manchmal rennt man hier wirklich einfach so rum. Irgendwas übersehen. Man, that is so cool. Nothing I can use. Sogar mit Dehnungsfuge hier, ne? Haben wir ja This table? A little small for my taste. ein bisschen klein. Oh, what a very hospitable guest room. Das sieht natürlich sehr anheimend aus, aber hier haben wir doch auch schon überall reingeguckt. Ja gut, das Einzige, wo wir noch nicht reingeguckt haben, ist da, aber da haben wir auch keinerlei Hinweis drauf auf einen dreistelligen Code. Hier was Dreistelliges. Ja, ein MRT für zu Hause, ne? Wer hat sowas nicht gern daheim? I'm sure these MRI pictures are showing me something. Well, it's a microscope, and you'd need one of these just to see Rook's sense of humor. Hier ist nichts. Können wir die Blumenpötte hier anklicken, aber wir bringen uns ja auch nicht so essentiell weiter. Als ob es hier noch einen Raum gibt. Ja gut, da hinten. Also ich meine, das Haus wirkt ja jetzt schon sehr, sehr symmetrisch.
hier hinten geht ein Raum geradeaus, auf der anderen Seite nicht. Was jetzt aber natürlich nichts heißen muss. Ja, so ein bisschen frustrierend, ne? Das wäre jetzt so der Moment, wo man zu dem Hinweisgeber. This coffee table's a special design. It's got a hidden drawer. Wechseln würde, aber ja, den haben wir ja deaktiviert. Vielleicht kriege ich. Ja, mal gucken. Wir haben ja jetzt ein paar neue Optionen. Draußen hat keiner eine Spielkarte verloren, oder? Ich sag mal nein. Ist dunkler geworden? Nee, scheint nicht so. Machen wir es mal. Auf dem Weg nach Chandler. Ja, ja, aber die waren zwischen draußen und Geheimzimmer. I better drop by the barbecue joint and see how that dweeb Mojo's doing. Maybe he's decrypted that memory stick. Yeah, about time, too. I need a new lead on this case. Jetzt sind wir irgendwie runtergefallen, oder wie? No messages on the vid phone. Ja gut. Mojo könnte uns jetzt noch weiterhelfen. Also das heißt könnte. Wird uns jetzt sicher mit dem Memory Stick weiterhelfen. Ansonsten 2 Baseballkarten. Ja, mal schauen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, bis demnächst. Tschüss.